Welche Zwischenfrucht kann am besten Unkraut unterdrücken? Das heißt, welche Pflanzenarten sind besonders schnell, besonders gut in der Jugendentwicklung, besonders gut in der Bodenbedeckung und können so Unkraut, also Ausfallgetreide, Gänsefuß, Amaranth bestmöglich unterdrücken. Das schauen wir uns an, denn wir haben dieses Jahr einen Versuch angelegt mit 70 verschiedenen Parzellen aus verschiedensten Pflanzenarten, aus Zwischenfruchtpflanzen und Familien, verschiedene Sorten. Und in dem Video schauen wir uns dieses Versuchsfeld an und schauen, welche Pflanzenart, welche Pflanzenfamilie ist also am schnellsten in der Jugendentwicklung, kann besonders schnell gut den Boden bedecken und Unkraut zurückhalten. Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sind heute bei unserem Versuchsfeld der Sortenselektion. Der eigentliche Grund des Versuchsfelds war, dass wir verschiedene Sorten vergleichen wollten. Es gibt ja bei den Zwischenfruchtarten, bei den Pflanzenarten natürlich verschiedenste Möglichkeiten, die wir verwenden können im Baukasten der richtigen Zwischenfruchtmischung. Und wir von Farm to Farm wollen natürlich nicht nur die richtige Zwischenfruchtart, Pflanzenart verwenden, sondern wir wollen auch die richtige Sorte selektieren, damit wir das bestmögliche Ergebnis zur Erreichung deiner Ziele für die Zwischenfrucht auch erzielen können. Und deswegen haben wir eben dieses Versuchsfeld angelegt, wo wir mit besonderem Fokus dieses Jahr auf Sommerwicke und Ölrettich verschiedene Sorten vergleichen, auch zu verschiedenen Saatzeitpunkten, um eben die Eigenschaften selbst zu sehen, zu analysieren, auch ins Labor zu schicken und eben dann die richtigen Sorten auszuwählen. In dem Video geht es aber gar nicht so um die verschiedenen Sorten, sondern da geht es ganz allgemein um die verschiedenen Zwischenfruchtarten aus den verschiedenen Familien und wie gut die in der Jugendentwicklung sind, wie gut die in der Bodenbedeckung sind und wie gut die dadurch eben Unkraut unterdrücken können. Wir haben ja immer wieder das Ziel, manchmal etwas höher, manchmal etwas niedriger gereiht. Aber wir haben oft das Ziel der Unkrautunterdrückung. Das kann sein, dass es besonders starkes Ausfallgetreideproblem gibt, aber das kann auch sein, dass auf den Feldern einfach ein hoher Druck an weißen Gänsefuß, an Amaranth ist. Unkrautarten, die besonders gut im Sommer wachsen können. Und da wollen wir natürlich Pflanzen dann als Zwischenfrucht haben, die auch besonders schnell zumachen, bedecken und eben das Unkraut zurückhalten können. Und im Zuge dieses Versuchsfelds mit 70 verschiedenen Parzellen haben wir die Möglichkeit, uns das besonders genau anzuschauen. Wir haben diese Zwischenfruchtarten am 7. August ausgesät, haben dann gleichmäßig bewässert mit etwa 16 Liter pro Quadratmeter, damit wir auch hier das gut vergleichen können, die verschiedenen Arten, und können uns heute Anfang September, also in der ersten Septemberwoche, anschauen, wie die Pflanzen aussehen und eben vergleichen und Schlüsse ziehen, dass du auch verstehst, welche Arten bestmöglich zur Unkrautunterdrückung funktionieren und dass wir auch dir die richtige Zwischenfruchtmischung zur Verfügung stellen können, wenn das Ziel Unkrautunterdrückung von dir besonders wichtig ist. Ich würde sagen, schauen wir uns die Parzellen an, fangen wir mit den verschiedenen Familien an und versuchen da eben unsere Schlüsse zu ziehen. So, wir starten heute, 2. September. Wir sind jetzt da auf dem Versuchsfeld mit 70 verschiedenen Parzellen, haben da eine Bewässerung und haben da am 7. August die erste Partie angebaut, die zweite wurde dann 27. August, aber heute geht es immer nur um die Arten, die wir am 7. August angebaut haben und schauen uns an, wie das mit der Bodenbedeckung und der Unkrautunterdrückung ausschaut. Also 70 verschiedene Pflanzenarten. Wir fangen mit den Leguminosen an. Hier sehen wir die Sommerwicke. Und das Interessante daran ist, dass wir hier, und das ist ja das eigentliche Ziel dieses Versuchsfelds, ist, dass wir uns die verschiedenen Sorten anschauen. Da kommt mein narischer Onkel, der pinkt gleich her. Ja, mach ich! Mein wahnsinniger Onkel, lieb. Reißt du das Unkraut aus? Verzüglich. Unkraut darf man nicht sagen, mein Fuzzi. Beikraut. Was? Beikraut. Ja, ich brauche aber sicher noch ein bisschen. Kann man da nicht Molden anbauen? Kann man auch. Das war ja noch besser, weil die wachsen nicht vor allein. Und die kann man auch essen. Molden kannst du essen. Moldensamen. Moldensamen ist auch einmal Leute essen gewesen, Frau. Okay, hier haben wir die verschiedenen Sommerwickensorten und man sieht da schon einen gravierenden Unterschied in der Jugendentwicklung. Und auch in der Unkrautunterdrückung. Es kommt da vor allem unten, Richtung unten auch einiges an Unkraut. Und das ist ja das eigentliche Ziel von diesem Versuchsfeld, dass wir die Sommerwickensorten identifizieren und danach eben, und das ist hier, die Ölrettichsorten. Also bleiben wir bei den Leguminosen. Die Leguminosen, die haben tendenziell eine schlechtere Jugendentwicklung, langsamere Bodenbedeckung. Die Sommerwicke selbst, das sieht man ganz deutlich hinten in dem Bereich, wo sie dünkler ist,
Diese Sorten sind schneller in der Jugendentwicklung, dichter. Die Sorten hingegen sind wesentlich schwächer. Insgesamt gilt, die Sommerwicke entfaltet ihre Leistung eigentlich erst so im Spätherbst. Sie kommt dann oft von unten, windet sich um den Bestand einer Zwischenfrucht. Das heißt, die gehört in eine Mischung hinein. In der Mischung funktioniert sie sehr gut, kann sehr gut Stickstoff entwickeln. In Bezug auf Unkraut-Unterdrückung alleine ist es natürlich jetzt nicht sonderlich stark. Weil es jetzt da in den Parzellen gleich kommt, springen wir von der Sommerwicke und den Leguminosen zu den Kreuzblüten. Hier haben wir einen Sortenversuch, eine Sortenselektion von verschiedenen Ölrettichsorten. Ja. Man sieht jetzt bei den Ölrettichsorten bis jetzt schon Unterschiede, hat auch in der Jugendentwicklung leichte Unterschiede gesehen. Sieht auch da, der hat dann ganz eindeutig auch eine andere, schwächere Farbe, entwickelt sich schwächer, ist wichtig für das Verständnis und die Zusammensetzung unserer Mischungen. Aber klar ist, Kreuzblütler, und da gehört der Ölrettich dazu, sind einfach top in der Jugendentwicklung, top in der Unkrautunterdrückung. Da gibt es keinen Platz. Wir haben heute den 2. September, die Aussaat war am 7. August. Die haben einfach schon eine starke und gute Funktion. Da braucht man nicht viel darüber diskutieren. Natürlich auch noch sonst im Boden hervorragende Leistung mit der Pfahlwurzel und der Durchwurzelung. Anfällig ist er natürlich auf Raps- und Kreuzblütler, Schädlinge, Erdfloh. Aber auf jeden Fall, was Unkrautunterdrückung betrifft, Top-Leistung. Wir kommen jetzt zu den äthiopischen Kohlsorten. Auch hier gibt es natürlich starke Unterschiede zwischen den äthiopischen Kohlsorten. Das ist der Brassica carinata, abessinische Senf, äthiopischer Senf, äthiopischer Kohl, alles das Gleiche. Die eine Sorte, zweite Sorte, dritte Sorte. Auch die in der Jugendentwicklung stark einfach. Kreuzblütler können einfach schnell zumachen, können sich gut etablieren. Der äthiopische Kohl ist aber auf jeden Fall eine Pflanze, die kommt, wie der Name schon sagt, aus dem Süden, ist also wärmeliebender wie der Ölrettich. In der Jugendentwicklung ein Stück weit schwächer, aber großer Vorteil ist, sie kommt viel, viel später in die generative Phase. Auch da hinten kann man das nochmal schön vergleichen. Hier die Ölrettichsorten. Dann kommen wir dann zum äthiopischen Kohl. Die generative Phase, das heißt die Blüte des äthiopischen Kohls ist einfach viel später und das ist der große Vorteil, weil natürlich dann auch die Wurzelleistung, ja, also das, was wir hier unterirdisch machen, die passiert dann einfach auch länger. Wir haben einfach längere Wurzelentwicklung, mehr Wurzelausscheidungen, finden da auch Regenwurmgänge wunderbar. Und deswegen auch eine gute Art in der Zwischenfrucht. Sind da schon durchaus einiges an Schneckenproblemen. Wir hüpfen jetzt weiter zu einer Art, mit der ich noch nicht viel getan habe, ein bisschen experimentiert, und zwar ist es der Chia. Ja? Wie schon ein paar Mal erwähnt, wir von Farm to Farm wollen ja die beste Zwischenfruchtmischung haben, die für die Erreichung deiner Ziele ist. Das heißt, wir wollen die richtigen Sorten selektieren, wir wollen aber auch die höchste Qualität am Saatgut dir zur Verfügung stellen. Das alles bieten wir. Unser Ziel ist, die Mischungen so artenreich, so divers wie möglich zu machen. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.farmtofarm.eu. Da haben wir Standardmischungen, wir haben auch individuelle Mischungen für dich und deinen Betrieb ab 25 Hektar, nur für deine Ziele entwickelt. Das alles gibt's bei uns. Schau vorbei und jetzt geht's wieder weiter mit dem Video. Chia, ja, der Chia ist ja wieder aus einer ganz anderen Familie. Mir fällt der richtige Name jetzt nicht ein, ich werde es dann mal nachschauen und schicken. Auch der ist sehr, sehr schnell in der Jugendentwicklung. Wie gesagt, wir haben den 2. September, Aussaat war 7. August. Zwischen den Sorten sehe ich jetzt noch keine Unterschiede. Bezweifle auch, dass es da züchterisch viel gibt. Chiasamen kommt aus Südamerika, wird aber mittlerweile auch stark im Südostasien angebaut. Und in diesen Regionen, ähnlich wie beim Ramtilkraut, gibt es einfach noch wenig züchterische Entwicklung. Wohingegen hier einfach schon im Bereich von äthiopischem Kohl und Ölrettich doch einiges passiert ist. Chiasamen ist also schnell in der Jugendentwicklung. Ansonsten kann ich darüber noch nicht viel sagen. Es ist eine relativ junge Zwischenfruchtpflanze. Wir verwenden es in unseren Mischungen noch nicht, weil ich erst sehen will, wie sich das Ganze entwickelt. Und jetzt kommen wir wieder zu den Leguminosen. Wir haben da die verschiedenen Kleearten. Wir haben Klee, danach kommt dann noch auch Erbsen. Wir schauen das jetzt einmal von vorne nach hinten durch. Wir haben da Rotklee, das sind dann halbe Arbeitsbreiten. Rotklee, Berserklee, Sparrigerklee, Alexandrinerklee, Schwedenklee, Weißklee. Das war es eigentlich mit den Kleearten. Was sieht man? Ja? Es gibt Unterschiede in der Entwicklung. In dem Fall hat es zum Beispiel hier dem Alexandrinerklee, dem Berserklee und dem Rotklee besonders gut gepasst. Der sparrige Klee, der war wesentlich langsamer, kommt erst hier ganz, ganz langsam in die richtige Entwicklung. Hier kommt die Saratella, das ist eine sehr, sehr schöne Pflanze. Haben wir leider auch ein bisschen Unkraut.
wirklich eine sehr schöne Pflanze, hat keine starke Jugendentwicklung, hat keine starke Dominanz, deswegen oft auch nur untergeordnet in der Zwischenwuchs verwendet, kann natürlich Stickstoff binden und hat seine Berechtigung, aber wird nie zu einer dominierenden oder selten zu einer dominierenden Pflanze. Der Klee kann grundsätzlich schon einiges, aber natürlich vergleichsweise mit den Kreuzblüten, die wir zuvor gesehen haben, kein Vergleich. Auch was die Sommerwicke betrifft in der Jugendentwicklung, das weiß man, Klee hat hohe Anforderungen an das Saatbett, an die Ablage. Wenn er aber kann, dann kann er schon einiges an Stickstoff binden. Jetzt sind wir dann wieder bei den Wicken, und zwar bei den winterharten Wicken. Da haben wir die pannonische Wicke hier und die Zottelwicke hier. Auch hier in der Entwicklung jetzt von der Biomasse im Vergleich zu den Sommerwicken, die wir zuvor gesehen haben, keine besonders starke Leistung, aber doch stärker als zum Beispiel eben der Klee. Es zeigt sich, und das wird das Interessante an dem sein in der weiteren Beobachtung, dass natürlich diese winterharten Wicken, ja, pannonische Wicke, Zottelwicke, mit einer frühen Aussaat meistens nicht so gut zurechtkommen wie die Sommerwickenarten. Aber grundsätzlich ganz okay, unkrautunterdrückend, würde ich jetzt sagen, alleine funktioniert nicht. Es geht dann da noch weiter. Wir haben dann noch eine Lupine hier, die Lupine hier und dann hier. Und das ist ganz interessant, haben wir die Erbsen, die grobkörnigen Leguminosen, Wintererbse hier, Sommererbse hier und Ackerbohne hier. Und was da sehr interessant ist, ist, dass die Wintererbse und die Sommererbse sich sehr, sehr gut entwickelt haben. Die Sommererbse, da sieht man, am Anfang war da kein großer Unterschied, aber mittlerweile nach 4 Wochen, nicht einmal, ist natürlich die Sommererbse jetzt schneller und dominanter. Die Wintererbse, die wartet ja auf ihren Kältereiz, dass sie sich weiterentwickeln kann. Das ist bei der Sommererbse nicht so. Das heißt, auch hier natürlich früherer Aussaattermin kann die Sommererbse, wie man es hier sieht, sich besser etablieren, ist mit einer ausreichend dicken Saatstärke auch einigermaßen stark in der Unkrautunterdrückung. Das würde ich auch sozusagen mitnehmen, dass man sagen kann, okay, in der Gruppe der Leguminosen, wir sind jetzt ein bisschen gesprungen, aber wenn man in der Gruppe der Leguminosen bleibt, sind die grobkörnigen Leguminosen in der Unkrautunterdrückung besser in der Leistung. Auch die Ackerbohne, die da vorne natürlich zaghaft kommt, das liegt jetzt aber auch an der Saattechnik, ist nicht optimal abgelegt. Auch die Saatstärke der Ackerbohne zu gering im Verhältnis. Aber die grobkörnigen Leguminosen können natürlich besser Unkraut unterdrücken, haben einfach aufgrund des Korns wahrscheinlich eine stärkere Leistung. Bei der Lupine, die man ja hier wieder sieht, ist das aber nicht der Fall. Lupine hat aber besondere Anforderungen auch an den pH-Wert. Das ist die blaue Lupine, die möchte eigentlich einen sauren Boden. Das hier ist ein Boden mit einem pH-Wert von über 7, also nicht ganz ideal. Dann schauen wir noch hier, das ist ganz cool, nämlich die Linse, die Beluga-Linse, die wir in unseren Mischungen drinnen haben, die eigentlich auch nicht immer leicht zu handeln ist, aber sich hier sehr, sehr schön entwickelt hat. Die Pflanzen eigentlich auch bald am Zumachen sind, fast schöner wie die Sommerwicke, da muss alles gepasst haben, weil prinzipiell ist die Beluga-Linse jetzt auch nicht eine sonderlich dominierende Pflanze. Insgesamt, das können wir jetzt mal so zusammenfassen, Leguminosen und Unkrautunterdrückung nicht besonders optimal. Wenn es um Unkrautunterdrückung geht, dann können die Leguminosen das nicht stark leisten, wenn dann eher die grobkörnigen Leguminosen mit einer hohen Saatdichte. Jetzt kommen wir weiter zu Buchweizen, das ist der tatarische Buchweizen, Familie der Klöterichgewächse, schaut top aus. Ganz besonders interessant da ist aber, dass der jetzt sich stark entwickelt hat in den letzten 10 Tagen. Der war eigentlich schwächer, daneben sieht man schon die Sonnenblume durchblinzeln. Der war eigentlich schwächer und war gegenüber den Ölretticharten, hat aber jetzt eine starke Leistung erbracht. Buchweizen ist deshalb cool, weil ein Knöterichgewächs ist, das heißt eine andere Familie, das heißt wir fördern ein unterschiedliches Biom im Boden, wir fördern mit den Wurzeln von diesem Teil hier unterschiedliche Mikroben, du siehst es hier, das ist ja ein Traum, ja. Diese feinen Wurzeln, da passiert's, ja. Da fördern wir andere Mikroben wie mit allen anderen Pflanzenarten. Ein Vorteil, großer Vorteil, macht schnell zu, deckt schnell ab. Nachteil von diesem Buchweizen, tatarischer Buchweizen ist das, ja. Nachteil ist der kommt schon relativ schnell ins generative Wachstum, das heißt, schoßt nach oben, bildet die Blüte und dann verliert er auch diese schöne Bodenbedeckung, ja. Wenn der in die Höhe schießt, verliert er die Bodenbedeckung und kommt auch schnell ins Aussamen. Saattermin 7. August ist okay. Wäre das im Juli, würde der wahrscheinlich schon blühen. Oft auch dann in die Reife gehen. Geht dann oft auch in eine Notreife, samt aus. Lässt sich alles managen. Aber hat dann natürlich auch nicht mehr diese unterdrückende Wirkung. Okay, wir kommen weiter zu den Korbblütlern. Korbblütler haben wir hier in dem Versuch in der Parzelle die Sonnenblume, Safflor, Ramtilkraut, die wir hier im Vergleich haben. Das sind auch die typischen, die man in Zwischenfruchten sieht. Die Sonnenblume, die ist ja auch eine Top-Pflanze. Man setzt sie in der Zwischenfrucht ja dann oft immer nur ein im Glauben, okay, die schaut gut aus, ist
blüht schön, macht das her für die Nachbarn und für die Spaziergänger. Aber, und das darf man nicht unterschätzen, die hat eine massive Wurzelleistung nach unten. Ja, nicht umsonst ist sie bekannt dafür, dass sie Nährstoffe von weit unten ziehen kann auch Spezial-Mikronährstoffe gut erschließen und das wollte ich eben hier zeigen, deckt eigentlich schnell ab. Mit den großen Blättern, gerade in der Jugend, deckt sie schnell ab. Das heißt, in einer Mischung hat ihre Funktion gerade am Anfang, dann schießt sie nach oben, bildet die Blüte, Licht kommt wieder nach unten. Das heißt, ideal in der Kombination mit den Pflanzenarten, die eigentlich hier, und das ist ja das Ziel, dass man die gekonnt, klug miteinander in eine Mischung setzt, ideal mit den langsam wachsenden Pflanzen, weil die dann nach oben schießen, Licht zulassen und dann für die langsamen Leguminosen vielleicht etwas bieten. Der Safflor ist auch ein bisschen eine Diva. Färberdistel hat aber nichts mit der Distel zu tun, sondern ist eigentlich ein Korbblütler, blüht orange, recht schön. Diese stacheligen Blätter. Ist in der Jugendentwicklung jetzt auch nicht so stark, aber man sieht gar nicht so übel, würde ich mal sagen, und bildet vor allem auch hier im Rosettenstadium in der vegetativen Phase. Wir sind jetzt überall noch in der vegetativen Phase, außer beim Senf, der fängt schon an zum Schossen, aber wir sind überall noch in der vegetativen Phase, beziehungsweise gerade in dem Moment, wo es in Richtung Blüte geht. Solange die niedrig sind, macht er schön zu. Rahmtilkraut im Jugendstadium optimal, ist bekannt. Da gibt es leider, und deswegen haben wir da jetzt keinen Versuch machen können, keine großartigen Sortenunterschiede. Rahmtilkraut kommt ja auch ursprünglich aus Afrika, entwickelt sich super schnell, wenn viel Stickstoff da ist, wenn es warm ist, wenn Wasser da ist, wenn es wüchsig ist aber auch eben hitzetolerant und macht schnell zu. Auch hier ist noch in der vegetativen Phase Top-Unkraut unterdrückende Wirkung, kann also richtig gut was leisten. Jetzt gehen wir weiter mit den nächsten Kreuzblütlern. Wir sind da bei der Kresse, ja, und da daneben schon der Gelbsenf. Ja. Die Kreuzblüter, das ist ja schon mal, glaube ich, ganz klar. Wir sehen ja schon, die erste Kresse blüht hier. Unkrautunterdrückung können die Pflanzen. Ja. Das Problem bei den Kreuzblütern ist aber, dass die dann doch bald mal in die Blüte kommen. Auch eben die Kresse und natürlich bekanntermaßen der Gelbsenf, der hier steht, der natürlich, wenn es um Unkrautunterdrückung geht, wenn es um schnelles Zumachen geht, immer wieder Topleistung hat. Problem ist aber, wenn der in die Blüte kommt und dann abstirbt, gibt es da nachgewiesenermaßen große Stickstoffverluste, die da eigentlich gut gebunden sind. Bei der Kresse und bei den anderen Kreuzblütlern wird das wahrscheinlich gar nicht unähnlich sein. Man muss die klug kombinieren, ja? Man muss die Arten richtig und klug kombinieren. Dann kann man die unkrautunterdrückende Wirkung, die durchwurzelnde Wirkung, ja? Wir haben ja hier zwar Kreuzblütler aus derselben Familie, ja? Aber alle ein unterschiedliches Wurzelbild und natürlich auch unterschiedliche Mikroben, die im Boden davon gefördert werden. Die Leistung, die sie erbringen, passieren ja da unter der Erde. Das heißt, Kreuzblütler weiterhin massiv und top. Wir haben hier jetzt Gelbsenf, dann haben wir hier den braunen Senf, der Sarepta-Senf, der ganz gut ist und cool ist als Kreuzblütler, weil er halt auch extrem die Leistung bringt in der Unkrautunterdrückung, stark ist, wirklich stark ist, aber großer Vorteil gegenüber dem Gelbsenf, der daneben steht. Da kannst du das vergleichen, dass du den Unterschied siehst. Großer Vorteil ist, blüht noch später, ist also noch später in der generativen Phase und in den Problemen, die wir dann haben. Nächste Pflanze springen wir wieder innerhalb der Familien, das ist der Leindotter, Kreuzblütler, Leindotter. Kleine, sehr, sehr rasche Jugendentwicklung, macht schön dicht, macht eine rasche Jugendentwicklung, kann gut Unkraut unterdrücken, aber der ist zwar ein Kreuzblütler, aber verwandt mit dem Öllein, dem Flachsgewächs, und entsprechend geht er dann in die Höhe, ist relativ dünn, verliert dann an Bedeckung, an Bodenbedeckung, an Bedeckungsgrad, lässt dann Licht nach unten, das heißt wieder auf die Mischung kommt es darauf an, aber in der Jugendentwicklung besonders schnell und sehr schön dicht sieht man hier. Also es bestätigt einfach grundsätzlich, Kreuzblüter sind top in der Jugendentwicklung. Hier haben wir die Rübsen, dann haben wir Winterfutterraps und Sommerfutterraps extrem stark. Das ist interessant, weil ich da eigentlich keinen Unterschied sehe zwischen den beiden Sommer- und Winterfutterrapsarten. Was jetzt da noch nicht sichtbar ist, wird sich dann zeigen im Herbst, wann der Sommerfutterraps, der da ist, in die Blüte geht. Und dann hier der Melorationsrettich, auch bekannt für seine Top-Leistung. Und auch der große Vorteil von Melorationsrettich, er blüht sehr spät. Das heißt, wir haben hier lange gute Wurzelausscheidungen, Wurzelleistung. Der kommt ja ursprünglich aus dem Gemüsebau, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Schau her, da ist er schon. Und bleibt lange in der vegetativen Phase, kommt nicht in die Blüte und hat einfach dadurch unterirdisch mit seiner Wurzelstärke, mit seiner starken Wurzel die Möglichkeit,
viel an Verdichtungen aufzusprengen, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, kann ich dir verlinken, aber auch Unkrautunterdrückung, Top-Wirkung. Das sehen wir hier, Kreuzblütler durch die Bank, das war jetzt der letzte, Top-Unkrautunterdrückung. Die Nachteile der Kreuzblüter sind, dass sie dann manche schnell und stark in die Blüte kommen. Das gilt es auch zu identifizieren für uns. Das ist auch ein Ziel für uns, für unsere Zwischenfruchtmischungen, dass wir die richtigen Sorten raussuchen, dass wir das ausbalanciert mischen, dass wir die Arten und Sorten haben. Manche, die früher blühen, manche, die später blühen. Das ist ja okay. Es muss richtig und klug miteinander abgestimmt sein. Hier haben wir noch jetzt die Gräser, ganz wichtige Komponente in einer Zwischenfruchtmischung, damit wir auch Gräser integrieren kann. 7. August, hier Grünschnittrocken. Was sehen wir? Das ist nicht der richtige Saatzeitpunkt, der natürliche Saatzeitpunkt für einen Grünschnittrocken. Entsprechend dünn ist er. Man sieht es da hinten, ist ein bisschen besser. Daneben aber, und was ist das? Das ist das Sudangras, Sorghum sudanese. Das ist auch die Sorte, die wir auch in unseren Mischungen haben. Wir nehmen die Sorte, da haben wir letztes Jahr schon einen Sortenvergleich machen lassen, aber nicht selbst, und zwar auf die Mykorrhizierung. Wir wollten herausfinden, welcher Sorghum hat die stärkste Mykorrhizierung, und hat sich eben gezeigt, dass die Sorte signifikant besser sie mykorrhiziert, und das ist ja auch oft ein Ziel, gerade für Mais, für Sojabohnen, dass wir da eine gute Mykorrhizierung haben. Die flachen Wurzeln, dieses enge Wurzelgeflecht, schaut euch das an, wie top das da dran hängt, ein Traum. Das wollen wir haben, genau das wollen wir haben. This is where the magic happens. Und hier, wir machen einen kleinen schönen Regenwurm. Ideal für diese Sommerzwischenfrüchte. Auch die kommen natürlich dann irgendwann ins Schoßen und verlieren ihre Funktion. Aber klar ist, unter den Gräsern gibt es große Unterschiede. Dann haben wir hier noch den Sandhafer. Und das ist auch ganz interessant, eben als Sommergetreide und Wintergetreide. Hier Grünschnittrocken, hier Sandhafer. Bei den Aussaaten im August funktionieren einfach die Arten besser. Und der Grünschnittrocken, der kann erst seine wirkliche Funktion erfüllen, wenn wir eben später dran sind bei der Aussaat. Der Öllein, ein Flachsgewächs, funktioniert super in Zwischenfrüchten, ist auch eine sinnvolle Zwischenfrucht, weil wir auch hier wieder eine andere Familie haben. Eine andere Familie bedeutet immer ein anderes Biom, das wir im Boden fördern. In der Jugendentwicklung okay, ja, nicht vergleichbar mit dem Kreuzblütler, auch nicht vergleichbar mit dem Leindotter. Das Risiko beim Öllein ist, dass der, wenn er zu viel drinnen ist, das flachsige Material, das jetzt noch leicht zu zerstören ist mit der Hand, also noch nicht flachsig ist, dass das dann im Folgejahr bei der Aussaat Probleme macht. Aber auch hier, Öllein hat seine Funktion, funktioniert gut. Und daneben sehen wir schon die nächste Pflanzenart aus der Familie der Wasserblattgewächse, die Phacelia, ein Evergreen im Zwischenfruchtanbau. Wir sehen, und ist auch bekannt dafür. Phacelia ist schnell, Phacelia kann schnell zumachen, bildet wunderbares Grünmaterial. Die kommt natürlich dann auch irgendwann in die Blüte, aber das funktioniert. Und schau dir das an, was da passiert. Das ist ein Traum. Siehst du, da kommen die Feinwurzeln von der Phacelia da nach oben. Also das ist wirklich traumhaft, was da passiert. Und genau das wollen wir haben. Daneben haben wir jetzt noch mal Gräser, auf die ich jetzt gar nicht mehr im Detail eingehe, weil das Teffgras ist, manche sagen auch Duringgras dazu. Das ist das erste oder zweite Jahr, wo wir das versuchen. Funktioniert so mittelmäßig, aber wir schauen es uns noch länger an. Versuchen wir jetzt noch eine Zusammenfassung zum Thema der verschiedenen Pflanzenarten in Bezug auf Unkrautunterdrückung und Jugendentwicklung zu finden. Klar ist, Kreuzblütler, auch hier wieder, da haben wir den Meliorationsrettich. Da haben wir die Raps, Sommerfutterraps, Winterraps, da haben wir den Meliorationsrettich, da haben wir den Leindotter. Diese Kreuzblütler, ja, der braune Senf, der Gelbsenf, die können Unkrautunterdrückung machen. Die können auch wirklich, wirklich gut Bodenlockerung, Bodenbearbeitung machen. Aber sie müssen in eine Mischung, sie müssen in eine kluge, abgestimmte Mischung. Und das ist ja das Ziel von uns, von Farm to Farm, dass wir das Wissen, das wir hier versuchen zu sammeln, bestmöglich in deine Zwischenfruchtmischung reinbringen, dass wir die Ziele, weil es gibt ja nicht nur das Ziel Unkrautunterdrückung, dass wir die Ziele, die wir mit der Zwischenfrucht erreichen wollen, auch wirklich erreichen. Also, ich hoffe, dass aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, ich werde noch mal was aufnehmen hier im Laufe der Vegetationszeit. Freut mich, wenn ihr eure Kommentare drunter legt. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.